Das ist jetzt noch einer meiner geilsten Flüge 2020. Zur Abwechslung mal nichts mit Absaufen oder so. Klar, 122 Kilometer sind im Wallis jetzt nicht weltbewegend. Aber dafür ist die Aussicht der absolute Überschritt, besonders die hochalpine Route vom Goms auf Goppenstein. Eine Baustelle im Goms war für mich auch noch etwas Neues, aber das passiert halt, wenn man sich vom Grimseler fressen lässt. Ich probiere jetzt mal so eine Mischung aus Fluganalyse und Erlebnisbericht. Zwischendurch genießen wir auch noch die epischen Momente. Viel Spass beim Schauen, hoffe es gefällt euch. So, jetzt hat man mich ja vorhin gerade gesehen, starten auf der Vierscher Alp. An den vielen Schirmen, die dort schon hoch sind, sieht man, dass ich ein bisschen spät bin gestartet. Wie es aussieht, habe ich auch die Prognose falsch interpretiert. Trotzdem hatte ich zuerst mal ziemlich Mühe, raufzukommen. Ich hatte zwar immer wieder Steigen, es hat aber nie so richtig durchgezogen, bin kaum über Startplatzhöhe gekommen. Schauen wir uns doch das mal im Ivory an. Nachdem ich eine halbe Stunde gebastelt habe, probiere ich dann mal etwas anderes aus und prompt geht es rauf. Wenn wir uns das Gelände mal anschauen, wird doch klar warum. Wir schauen jetzt ziemlich genau von Süden Richtung Vierscher Alp. Es ist Mittag, die Sonne scheint also etwa so. Die Hänge, die ich am Anfang probiert habe, haben nur eine seitliche Sonneneinstrahlung werden, also viel weniger geheizt. Links davon hat es aber 3 Rippen, die perfekt zur Sonne ausgerichtet sind. Die führen auch zur Bergstation für Gondeln. Wir haben dort also ein riesiges Einzugsgebiet, wo sich die Thermik bilden kann und nach einer Bergstation löst sie sich wieder ab. Und genau dort oben dran habe ich dann auch meinen Schlauch gefunden. Kurze Zeit später bin ich dann mit dieser Aussicht belohnt worden. Ich feiere sie jedes Mal wieder. Dann mal Querung auf Belwald machen. Als ich bei angekommen ist es zwar gestiegen, aber einfach nicht so gut. Ich habe mich dort etwas schwer, da so richtig raufzukommen, auf der Suche nach gutem Steigen einige Umwege gemacht. Dann habe ich aber gleich noch einen guten Schlauch verwünscht, der mich auf 3200 raufgebracht hat. Ab dann ist es super easy bis auf Oberwald gegangen. Dafür, dass es schon 1:30 am Nachmittag war, bin ich da schon ziemlich nah am Grimselpass. Je später am Tag, desto mehr zieht der Wind über den Grimselpass und dann das Goms ab. Wegen dem alpinen Pumpen. Und dem sagt man auch Grimseler. So viel zu dem. Weil ich kein gescheites Steigen mehr gefunden habe, habe ich dann mal den Wendepunkt gesetzt. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, bis hier noch gutes Steigen zu finden, das war aber dann nichts. Also musste ich relativ tief über den Rücken fliegen. Oi. Gar nicht geil hier. Es war ziemlich windig und hat dann immer wieder so Thermikschüsse gegeben, aber nichts, das man ausdrehen konnte. Am nächsten Rücken habe ich in einem schwachen, turbulenten Schlauch ein paar Meter gemacht, dann hat er aber abgestellt. Weiter zum nächsten Rücken, dort ist gar nichts gegangen. Fuck! Was ist jetzt passiert? Jetzt hat es mir heute den Schirm voneinander genommen. Es passiert nichts Lustiges. Noch einen weiter ist es wieder mühsam ein bisschen rauf, bin aber insgesamt immer wieder tiefer gekommen. Beim nächsten Rücken hat mich der Grimseler definitiv gefressen, ich hatte deutlichen Rückenwind. Das hat den Vorteil, dass ich an dieser Kante sohren konnte. Ich war dort aber nicht mehr so sicher, ob ich aus dieser Misere jemals wieder rauskomme. An dieser Sohrenkante konnte ich nicht den thermischen Zyklus abwarten. So habe ich dann irgendwann einen halbwegs brauchbaren Thermikschlauch verwünscht und der ist dann sogar noch irgendwie besser geworden, bis über 6 Meter pro Sekunde. Unten innen
hatte ich mit dem Grimsler ja Rückenwind. Und dann habe ich vermutlich das beste Steigen vom Tag gefunden. Von dem her hat mir die Baustelle gar nicht so übertrieben viel Zeit gekostet, aber Nerven hat es gebraucht. Wegen dem habe ich mir dann beim nächsten Rippe ziemlich viel Zeit genommen, Höhe zu machen. Ich wollte einfach nicht nochmal tief kommen, auch wenn Weiterfliegen vermutlich effizienter wäre gewesen. Kurz bevor man auf 4 zurückkommt, gibt es hier 2 Routenoptionen. Entweder fliegt man wieder retour zur Vierscheralp, dann über die Riederalp und an Fisch vorbei einfach am Haupttal nach. Oder man nimmt die direktere Linie über die hohen Berge, beim Bietschorn vorbei auf Goppenstein. Die hochalpine Route ist natürlich viel schöner. Zum Beispiel sind ganze 3 Gletscherquerungen dabei. Und sie ist meistens so deutlich schneller. Allerdings gibt es auch gewisse Streckenabschnitte, wo man ziemlich abgelegen ist. Wenn man dort absaufen würde, hat man dann auch schnell mal eine mehrstündige Wanderung vor sich. Für diese Variante hat man idealerweise eine Wolkenbasis von mindestens 3800 bis 3900 Meter. Ich bin bis dort aber nie über 3500 gekommen. Weil es aber bisher weiter oben in den höheren Bergen grundsätzlich besser gegangen ist, habe ich es gleich einfach mal probiert. Für die erste Gletscherquerung zu machen, habe ich mir hier mal Zeit genommen, so hoch wie möglich raufzukommen. Die hochalpine Linie hat fantastisch funktioniert. Ich konnte viel geradeaus fliegen und an den Kreten ist es einfach immer raufgegangen. Jetzt bin ich aber wieder im Haupttal angekommen und habe gerade das Lötschental quert.
Ich habe zwar einen Steiger gefunden, es ist aber nicht mehr ganz so stark wie vorher und irgendwie komme ich nicht ganz auf die Höhe, die ich gerne will. Es ist aber mittlerweile auch schon 4 Uhr. Ich fliege dann mal weiter Richtung Löckerbad. Hier hätte ich eigentlich noch Steiger erwartet, es ist aber alles verblasen und geht nur runter. Ich komme gerade so über einen Sattel zu fliegen, ist hier aber alles andere als angenehm, weil ich starken Gegenwind habe und das Gelände so flach ist. Und schon habe ich mir die nächste Baustelle eingebrockt. Da vorne sind noch 2 Schirme ziemlich tief und es sieht nicht so aus, als würden die raufkommen. Also ist meine einzige Chance, weiter hinten ins Tal zu fliegen. Dort fühlt sich das schon viel besser an. Es ist zwar windig, aber teilweise sohrt es so ein bisschen und ich habe die Hoffnung, noch eine Ablösung zu verwünschen. Zuerst habe ich mich noch von ein paar Vögeln verarschen, dann habe ich aber das gute Steigen gefunden. Es war aber alles sehr zyklisch und ich musste die Thermik immer wieder neu suchen. Und bis oben hatte es ziemlich starken Wind drin, erst über dem Gipfel ist es dann wirklich gut gestiegen. Endlich bin ich mal wieder an der Wolkenbasis angekommen. Ich glaube, jeder Streckenflugpilot kennt das Gefühl von kalter Luft und Wolkenfetzen um einen herum. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres auf dieser Welt. Schauen wir doch noch schnell den Track an von dieser Episode. Der Sattel war einfach völlig überspült, wegen dem ist es dort nur runter. Hinten im Tal ist es dann gegangen, aber man sieht, wie ich die Thermik immer neu suchen und teilweise den Zyklus abwarten. Jetzt bin ich ja wieder hoch, dann konnte ich wieder zurück über das Lötschental fliegen. Ich habe eigentlich noch gehofft, ich würde vor der Querung noch mal Steigen finden. Das war dann nichts, bin aber dann gleich mal losgeflogen. Jetzt wollte ich noch das Haupttal queren. Auf der Südseite geht es am Abend aber thermisch noch besser und länger. Außerdem kann ich so mein Dreieck noch etwas vergrössern. Eigentlich hätte ich mal noch ein FI-Dreieck machen. Das hätte etwa so ausgesehen. Für das hätte ich aber deutlich weiter zu Wallis der Abrichtung Westen müssen und spätestens seit der Episode bei Löckerbad war das keine Option mehr gewesen. So war jetzt mein südlicher FI-Sektor irgendwo im Simplon-Gebiet. Ich habe noch ganz kleine Chancen gesehen, den noch zu holen. Jetzt hat sich noch die Frage gestellt, wo ich das Haupttal queren soll. Hier habe ich aber auch Löckerbad den Auftrag. Beim klassischen FI-Dreieck quert man jetzt das Zinaltal. Das hat für mich aber keinen Sinn mehr gemacht. Auch das Turtmanntal wäre ein rechter Umweg gewesen. Die nächste Option wäre jetzt Gibitum bei den Fischberterminen. Das ist aber so ein flacher Hügel, der voll im Talwind steht und meistens sehr ungemütlich ist. Das Gleishorn hingegen hat schön steile Hänge und funktioniert sehr häufig zum Sohren. Und von dort kommt man dann gäbig auf das Wald und dort geht es thermisch am Abend eigentlich immer. So, dann haben wir jetzt mal einen Plan für die Talquerung. Zuerst müssen wir aber mal noch so richtig an die Basis aufdrehen. An diesen Felsen sohrt es so ein bisschen, teilweise hat es so ein bisschen Thermikschüsse. Ich komme einigermaßen gut auf Gradhöhe, so muss ich zumindest mal nicht aussen rumfliegen. Weiter rauf geht es aber nicht wirklich. Der Grat ist ja gerade am Eingang zum Lötschental, von dem her ist es so logisch, dass der etwas überspült ist. Also gehe ich mal ans nächste Rippi. Ziemlich gut aufgegangen. Ich habe mich aber noch ein bisschen hinterher versetzen, weil weiter hinten geht es meistens noch ein bisschen höher. Jetzt sehen wir hier die Fischbertermine und das Gibitum. Meine Querung kann ich aber als Gleishorn machen. Das ist gerade noch ein bisschen weit zum direkt queren.
Und ich bin ja eh nicht ganz auf die Basis raufgekommen. Also fliegen wir doch nochmal ein Rippe weiter. So, hier haben wir jetzt noch das letzte Mal so richtig an die Basis aufdrehen. Von hier gehe ich jetzt auf die grosse Querung. Eine gute Viertelstunde später und 1300 Meter tiefer bin ich dann angekommen. Und wie erhofft ist der sogar gestiegen. Am Gleishorn bin ich gerade in einen super starken Schlauch hineingeflogen. Das war aber ein kurzer Spass. Er ist dann ziemlich schnell hackig geworden und hat sich aufgelöst. Wegen dem habe ich es dann mal näher am Gelände probiert, jetzt ist aber gar nichts gegangen. Am Ecke vorne konnte ich aber dann gleich noch ein paar Meter aufdrehen. Ich liebe es einfach, wenn ich am Schluss von so einem langen Flug noch in der Abendsonne die Thermik drehen und die Aussicht geniessen. Ich finde, in diesem Licht sehen die Berge aber fast am besten aus. Der RFI-3-Geschichte. Für diesen Sektor noch zu holen, hätte ich fast über den Simplon fliegen müssen. So wie die Woche aber haben ausgesehen, hat es mir gedacht, der Simplon sei auch von Süden her überspült. Ich bin dann noch ein bisschen hinten mein Dreieck ein bisschen vergrössern, habe mich dann aber nicht dafür gehabt, ganz hinten durchzufliegen. Und hier ist dann die 128 GB Speicherkarte für GoPro voll gewesen. Der Rest geht von dem her jetzt nur noch mit Ivory weiter. Aber es ist auch nicht mehr viel. Jetzt sehen wir gerade nochmal die grosse Talquerung und die Aufdrehen am Gleishorn. Es ist zwar teilweise nur schwach gestiegen, aber hier konnte ich es jetzt wirklich gemütlich nehmen und geniessen. Dann haben wir noch den Turnpoint Richtung Simplon und das letzte Aufdrehen bei Roswald. So hat es dann locker an Landeplatz 4 gelenkt. Das Wallis ist einfach schon ein geiles Fluggebiet, oder? Ich hoffe, das Video hat Spass gemacht zum Schauen und vielleicht hast du ja sogar etwas daraus lernen. Jedenfalls ist das mein aufwendigste Videoprojekt bisher. Der Flug ist vom September 2020, mit dem Video habe ich irgendwann im Januar angefangen und immer mal wieder etwas daran weitergemacht, jetzt ist es endlich fertig geworden. Als nächstes kommt dann vermutlich mal wieder etwas mit der 360-Grad-Kamera. Ich habe mit der schon ein paar Versuche gemacht, jetzt wäre es mal Zeit für ein richtiges Streckenflugvideo. Wenn du das nicht verpassen willst, dann tu doch den Kanal abonnieren, wenn du das nicht schon hast. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Links oben siehst du jetzt noch den Link zu einem Video mit der 360-Grad-Kamera. Es war ein recht spezieller Tag im Tessin mit geschlossener Wolkendecke, aber trotzdem Thermik. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau es doch mal an. So da. Ich habe glaube ich genug geschnurrt. Dann bis gleich. Ciao zusammen.